dein absoluter Wunschgegner für die Champions League? Wusstest du, wie viele Stunden ein Löwe am Tag rumliegt? Ey, nicht schlecht. Nur, guck dir das an, Clara. Ole, du durftest ja schon mal im ähnlichen Format an einem deiner ersten Tage teilnehmen. Heute ein bisschen anderes Setting. Damals hat der liebe Kollege Lennart gesagt, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Er ist aber positiv rausgegangen. Und wir haben jetzt ja viel Südafrika diese Woche gesehen. Ja. Und deshalb kam auch erstmal dazu die Frage, du hast gestern natürlich auch ein afrikanisches, da sind schon Tiere. Gazellen, das ist eine Thomson-Gazelle, kann ich dir sagen. Ich habe hier noch einen Guide mit dabei. Ja, ist eine Thomson-Gazelle. Wow. Wie ist das jetzt? Wir können jetzt keine Bilder machen, wenn wir hier sitzen. Eigentlich nicht. Wenn jetzt ein Löwe direkt neben uns steht, dann würde ich schon mal das Handy mal zücken. Ja, das machen wir auch. Ja. Genau, es geht jetzt erstmal um den afrikanischen Fußball. Wie viel hast du denn schon vor dem Spiel so vom afrikanischen Fußball mitbekommen? Wie war da auch die Vorbereitung und wie würdest du das Niveau vom afrikanischen und jetzt vielleicht auch auf Südafrika bezogen einschätzen? Boah, was habe ich davon mitbekommen? Natürlich haben wir Spieler mit afrikanischen Wurzeln, die man dann immer auch schon mal auf Scouting-Videos sieht, die man in ihren Nationalmannschaften sieht. Rechts rum? Wir hätten da ja, weil da ist das Kamerateam. Okay, dann hinterm Kamerateam her. Ja, außerdem, man ist ja hier, Kreisverkehr war jetzt wieder wie in... Ach so, scheiße, falsche Richtung. Ne? Egal. Zurück zur Frage, ne? Afrikanischer Fußball. Natürlich, man guckt vor allem dann, oder ging mir so, vor allem Länderspiele, weil man einfach dort viele Spieler hat, die da zum Einsatz kommen. Jetzt dieses Jahr natürlich vor allem Jan. Deshalb hat man da schon einen Einblick. Grundsätzlich kann man das, glaube ich, auch nicht über einen Kamm scheren. Also es gibt Mannschaften, die so wie gestern die Mamelodi Sundowns echt einen guten Ball spielen, dann auch Trainer aus Europa haben mit einer klaren taktischen Idee. Es gibt aber auch Mannschaften, die dann extrem über das Körperliche kommen. War, glaube ich, auch beim Afrika Cup zu sehen, zum Beispiel so eine Mannschaft wie Ägypten, die dann so zwei Ausnahmekönner hat, wie Mamouche und Salah, und dann viele Spieler, die dann eher über das Körperliche den Rücken frei halten. Also über einen Kamm zu scheren ist das, glaube ich, nicht, aber es zeichnet sich grundsätzlich einfach durch eine gewisse Körperlichkeit und auch eine Leidenschaft aus, würde ich sagen, in ganz unterschiedlicher Form. Wusstest du, wie viele Stunden ein Löwe am Tag rumliegt? A. 16. B. 18. C. Sage ich 20. Also an meiner Uni hat man immer gesagt, das Spoho C, deshalb nehme ich 20. Richtig. So viele Richtig. Stunden, echt? 20 Stunden liegen die einfach nur rum. Und bewegen sich kaum. Und was mir der Guide erzählt hat auf Safari, was glaubst du, ein Löwe, wenn der jetzt Beute jagt, ne? Auf wie viel Meter der rangeht? Also der läuft nicht los, wenn das weiter weg ist, weil es ihm zu viel Energie kostet. Was denkst du? Schätzfrage. Dass die sich, also ich kann mir schon vorstellen, dass die sich sehr nah ran pirschen. Was kennt man ja von den Katzen, also von Katzen normal. Wahrscheinlich sind die echt schon so nah, also kann jetzt von bis sein, ne? Wenn ich jetzt ganz falsch liege, schneiden wir es raus. Aber ich hätte jetzt so gesagt, vielleicht sogar so 5 Meter. Ey, nicht schlecht. Hey, du hast es doch recherchiert. Nein, habe ich gar nicht. Wirklich gar nicht. 7 sind es, hat der Guide gesagt. Was eine spektakuläre Zahl ist. Finde ich nicht 5, nicht 10, sondern 7. Aber, ja. Also deshalb, wir sind in absolut sicherer Entfernung hier. Aber es sind schon krasse Tiere, ey. Guck dir an, wie riesig die sind. Schöne Mähne hat er. Ja, das ist auch wahrscheinlich schon ein älterer, oder? Kannst du mir dazu auch was sagen? Ja. Was glaubst du, wie alt so ein Löwe wird? Also in der Wildnis, was glaubst du? Du hast doch ein Quiz für mich vorbereitet, oder? Ja, das ist so eine Art Quiz hier schon. Ne? Was glaubst du, also es gibt einen großen Unterschied zwischen Wildnis und Gefangenschaft. Ja. Also in der Wildnis, was denkst du, maximal bis zu? Warte, ich mach Antwortmöglichkeiten. 12, 16, 20. Also ich sag mal, bevor du die Antwortmöglichkeiten gegeben hast, hätte ich 15 gesagt. Deshalb würde ich jetzt mal mit 16 gehen. Nee, ist schon wieder C. Ja, 20, ja. Deshalb habe ich auch meine Uni-Zeit gut überstanden, weil das Spoho C war immer richtig. Was wäre dein absoluter Wunschgegner für die Champions League nächste Saison? Du hast gesagt, du willst auch 5-mal, ich glaube nach Kasachstan oder irgendwas hast du gesagt, fahren. Jetzt musst du das nochmal ein bisschen spezifischer beantworten. Also ich finde schon dann Stadien geil, die eine besondere Atmosphäre haben und was Besonderes haben. Und da fallen mir dann zuerst Stadien in Istanbul ein, ohne dass ich schon mal da war oder da gespielt habe.
Roter Stern Belgrad hat auch noch mal was. Ich sag mal Roter Stern Belgrad, sage ich. Okay. Das wäre für mich ein absolutes Highlight. Welcher deiner Spieler könntest du dir am ehesten als Trainer vorstellen? Ja, mir fallen ein paar ein. Du hast ja gerade schon wichtige so Persönlichkeitszüge schon genannt. Ja. Ja, ich glaube schon, wenn wir jetzt so über Führungsspieler sprechen, auf eine unterschiedliche Art und Weise, glaube ich schon, ein Willi Orban, Baumgartner, ich glaube auch Raumi. Das sind schon Jungs, die mir da einfallen. Wir haben viele Spieler, die sich auch extrem mit dem Spiel auseinandersetzen, ja, einfach von ihrer Persönlichkeit her schon auch Führungspersonen sind. Also das sind so die Namen, die mir dann als erstes einfallen. Wer deiner Spieler, würdest du denn sagen, ist der lustigste? Oh, ich lache über ganz, ganz viele Jungs. Nicht jetzt über sie, sondern über ihren Humor. Ich finde grundsätzlich, woran das Herz aufgeht, ist unsere, ich nenne es mal French Connection. Hat man jetzt auch die Woche nochmal gesehen, wie viel Spaß die zusammen hatten. Ist einfach Weltklasse. Gibt uns auch ganz viel Energie, ganz viel Freude. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass du bei der Arbeit eine gute Mischung hast aus Anspannung, Konzentration, aber auch der gewissen Lockerheit. Und die kommt durch die Jungs natürlich rein. Also Wacker, Kaste, Chad, ja, kann ich eigentlich die ganze Gruppe an sich, bringt einfach so viel Lebensfreude mit. Gibt ja auch so geile Clips dann, wenn Kaste da verkabelt ist und so, das ist einfach nur Weltklasse. Ja, das sind so die Jungs. Aber ich lache ganz viel bei uns und habe wirklich, also die Jungs haben wirklich einen richtig guten Humor. So, unterschiedlich, aber richtig gut und wir haben viel Spaß zusammen. Und ich glaube, das ist auch wichtig bei der Arbeit. Wir haben jetzt über den Fußball geredet. Was hat dich denn jetzt so an dem Land Südafrika gereizt? Also du warst ja schon im Kontinent Afrika ein bisschen unterwegs. Gibt es ein bestimmtes Interesse oder was, worauf du dich vorher am meisten gefreut hast? Also ich habe mich echt auf das Spiel gefreut, auf die Atmosphäre im Stadion. Aber das, was ich wirklich hier cool fand und auch letztes Jahr im Urlaub in Tansania cool fand, ist einfach so die Offenheit, man würde wahrscheinlich sagen Begeisterungsfähigkeit auch der Menschen und auch so einfach sehr warmherzig. So, das holt einen ab, um es mal so zu sagen. Das ist schon echt, das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Ne? Aber ich finde, wenn man sieht jetzt so im Hotel an der Uni, wo wir trainiert haben, wie die Leute mit dabei waren, wie die sich wirklich um uns gekümmert haben, das ist schon echt was Außergewöhnliches. Dann schauen wir mal zurück, eine Saison Leipzig. Ihr seid damals noch im Hotel losgefahren zum Kotterweg. Stimmt. Und du wusstest gar nicht so richtig, du hast glaube ich gesagt, du hast schon 2 Routen kennengelernt, aber als Videoaufnahmen liefen, bist du glaube ich einmal nochmal anders abgebogen. Ich bin direkt bei der ersten Möglichkeit falsch abgebogen. Ja. Nein, was würdest du sagen jetzt, wie hast du dich eingelebt in Leipzig, wie gut kennst du dich aus? Bist du jetzt auch mal mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, das war nämlich auch Thema. Ja, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, gerade auch in der Anfangszeit im Sommer, als das Wetter gut war. Ich wohne da an diesen Parks, also Clara Park, Johanna Park, das ist eine mega coole Ecke, um mit dem Fahrrad zu fahren. Tschüss. Bei gutem Wetter mache ich das auch gerne. Und ansonsten mega geile Stadt, hat nicht lange gedauert, bis man sich eingelebt hat. Ich finde das echt so, für mich hat das die richtige Größe Leipzig. Total offene Menschen, total höfliche Menschen. Also bei mir gibt es so eine Ecke, da ist morgens immer richtig Verkehr. Und wenn man da nicht reingelassen wird, ne, dann würde man da 5 Minuten stehen. Und ich komme ja aus Kiel und ich liebe meine Heimat, bin da richtig gerne. Aber ich würde bei mir zu Hause da 5 Minuten stehen. Und in Leipzig hält sofort einer an, lässt dich rein, winkt. Und das alles morgens irgendwie um 7 oder so. Und deshalb, bin total begeistert von der Stadt, fühle mich da mega wohl. Geile auch so Mischung aus Kultur, Geschichte, du kannst super viel machen, hast geile Restaurants, wie gesagt, genau die richtige Größe. Also Leipzig ist eine Stadt, die ich jedem nur wärmstens empfehlen kann. Damals habt ihr auch über deine Eindrücke von der Red Bull Arena, von unserem Wohnzimmer gesprochen. Inzwischen ist es ja auch dein Wohnzimmer. Ja. Wie sind deine Gedanken jetzt, wenn du an die Red Bull Arena denkst? Ja, hat sich bestätigt. Ich finde erstmal auch einfach so vom ganzen Flair ein geiles Stadion, liegt gut in der Stadt. Dann auch in einem alten Stadion das Neue reingebaut. Ist schon mal auch mega so Verbindung aus Moderne und irgendwo auch einen historischen Ansatz. Finde ich ganz geil. So, und von der Stimmung muss man auch sagen, dass wir speziell in den Heimspielen, glaube ich, eine super Unterstützung hatten und auch viel zu feiern hatten. Das ist ein Dicker. Ja, der ist schwanger.
Ein dickes, ja. Ja, viel zu feiern. Und genau, deshalb hat sich das eigentlich so bestätigt. Ja, viel zu feiern gehabt, entsprechend auch die Stimmung meistens bei den Heimspielen gut gewesen. Liegt ja auch immer ein bisschen an uns, auf dem Platz dafür zu sorgen. Und fand es auch auswärts, dass wir da einen guten Support hatten. Ich glaube, das ist dann auch für einen so jungen Verein nicht selbstverständlich und sicherlich auch alles noch so in der Entwicklung. Aber ich glaube, dass das dieses Jahr, habe auch mit den Jungs mal drüber gesprochen, echt so war, dass man das auf dem Platz wahrgenommen hat und uns auch gepusht hat auswärts und auch dann mit dazu beigetragen hat, dass wir auch da unsere Punkte geholt haben. Und trotzdem sage ich immer, zu Hause ist es schon am schönsten. Absolut. Hast du einen Moment, ein Spiel aus der vergangenen Saison, wo du sagen würdest, das war dein Highlight? Ja, das war bestimmt das Heimspiel gegen Hoffenheim. Ah, 2 sogar. Ach, guck mal. Oh. Junge. Die sind schon echt riesig, ne? Ja. Und mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Nee. Zurück zur Frage, ne? Was war es? Hoffenheim. Ja, Hoffenheim Heimspiel. Ja, war absolutes Highlight von der Leistung der Mannschaft, aber natürlich auch total wichtig für uns. Ich glaube, wenn wir es verloren hätten, wären wir auf 6 Punkte von ihm weg gewesen. Jetzt am Ende der Saison stehen wir, glaube ich, 5 Punkte vor ihm. Also es war schon ein Spiel, das richtungsweisend war und das wir da gezogen haben. Das war eigentlich so, ja, von der Leistung, der Atmosphäre, auch ein paar coolen persönlichen Geschichten. Nee, ist doch was zu Ohne, essen. das ist kein, ja, ich wollte gerade sagen, das ist kein Holz. Junge. Hast du bestimmte Rituale vor einem Spiel? Rituale oder auch eine Routine? Ja, genau. Eine Routine habe ich, die allerdings sehr viel damit zu tun hat, dass man das einfach gut organisiert und jetzt nicht noch am Spieltag, weil sowieso dann manchmal ja auch unvorhergesehene Dinge passieren, noch irgendwie auf was anderes reagieren muss. Deshalb habe ich eigentlich immer den gleichen Ablauf, komme nach dem Bus rein in die Trainerkabine, ziehe mich um, sitze dann mit den Co-Trainern zusammen, wenn die vom Aufbau der Erwärmung wiederkommen, spreche die Aufstellung des Gegners durch. Also es sind so alles sehr, sehr festgelegte, routinierte Abläufe, die einfach dazu führen, dass ich genau weiß, wann was passiert, aber auch die Leute um mich herum wissen, wann ich genau wo bin, greifbar bin. Gerade halt, um so nochmal Themen taktischer Natur vom Spiel zu besprechen. Aber das sind, wie gesagt, eher Routinen und Abläufe, als dass ich jetzt so einen Aberglauben hätte oder irgendwie was Spektakuläres vom Spiel machen würde, von dem ich ausgehe, dass ich ohne das keine Möglichkeit habe, das Spiel mit meiner Mannschaft zu gewinnen. Und wenn du das Teamgefüge, die Charaktere vielleicht jetzt einmal von damals beschreiben müsstest zu jetzt nach der Saison, kannst du dazu was sagen? Ja, man lernt die Leute besser kennen, aber vieles vom ersten Eindruck hat sich bestätigt. Wir haben in der Vorbereitung schon auch eine riesen Trainingsgruppe gehabt, wo noch nicht ganz klar war, wie die Mannschaft dann wirklich aussieht. Viele Spieler sind noch gegangen, einige noch dazugekommen. Ich habe die Mannschaft allerdings auch in dieser Phase der Vorbereitung als eine sehr, sehr professionelle Mannschaft kennengelernt. Ich weiß auch, dass in der Vorsaison jetzt nicht alles immer rund lief und es da sicherlich auch dann Themen gab. Das habe ich aber in der Vorbereitung als eher hintergründig wahrgenommen. Und später, als dann die Mannschaft wirklich komplett war, beziehungsweise der Kader stand, finde ich, haben wir eine sehr, sehr gute Mischung gehabt aus jungen Spielern, die jeden Tag besser werden wollen, die auch Dinge annehmen von älteren Spielern. Wir haben auch die Hierarchie ein bisschen verändert in der Mannschaft, aber insgesamt einfach, super Führungsspieler. Weil auch das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Staff. Du kannst als Trainer oder musst auch als Trainer eine Mannschaft führen, gibst eine Richtung vor. Ich sage da immer gerne so Leitplanken, in denen sich eine Mannschaft bewegen kann, aber du kannst als Trainer nicht mit in der Kabine sein in jedem Moment, sondern es kommt darauf an, dass die Mannschaft auch selber Verantwortung übernimmt für ihre Ziele, für ihr Auftreten. Und das hängt ganz viel an dann auch Führungsspielern. Und das hat uns dieses Jahr, glaube ich kann den direkten Vergleich zu anderen Mannschaften nicht ziehen, aber ich hatte den Eindruck, dass das schon etwas ist, was bei uns dann sehr, sehr gut funktioniert hat und auch ein echter Erfolgsfaktor war, um uns am Ende für die Champions League zu qualifizieren. Wir wollen ja immer auch junge Spieler entwickeln. Wenn du auch einbezogen bist, vielleicht ins Scouting bei uns oder auch gerade wahrscheinlich jetzt auch wieder vor der Saison, wenn wir uns da als Verein umschauen, nach was schaust du im Spezifischen, wenn du jetzt junge Spieler für RB Leipzig suchen kannst, wenn du gefragt wirst? Ja, ich werd schon gefragt, Gott sei Dank. Das kommt natürlich ganz stark auf die Position an. Wir haben klare Positionsprofile, was sollte der Spieler für Stärken mitbringen.
Bei jungen Spielern im Besonderen guckt man natürlich auch auf die Entwicklungsfähigkeit. Also welche Dinge sind vielleicht noch nicht ausgereift, aber können mit Training über Spielpraxis dann relativ schnell auf das Niveau kommen, das wir uns versprechen. Und das ist dann das, wo man bei jungen Spielern am ehesten drauf guckt. Und ich glaube, dass wir da ein sehr, sehr gutes Auge als Verein haben, auch eine Struktur haben und Erfahrung haben mit jungen Spielern, die uns total hilft, diese Spieler auch zu entwickeln. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. Was cool ist jetzt fürs nächste Jahr, dass wir dann einfach auch wieder einen dritten Wettbewerb haben und noch mehr Spielminuten einfach verteilen können. Ich glaube, dass das auch einfach der individuellen Entwicklung dieser Spieler nochmal richtig gut tut. Ole, danke, dass du dich jetzt das zweite Mal für die Saison zum Abschluss nochmal den Fragen unserer Fans gestellt hast, vor allen Dingen hier in diesem besonderen Setup. Kein Problem. Wir waren ein bisschen abgelenkt zwischendurch, aber ich glaube, das macht es nur unterhaltsamer. Ja, ich hoffe. Und bringen wir das hier noch erfolgreich hinter uns. Wir werden es überstehen, glaube ich. Fenster und Türen geschlossen halten. Ja, danke dir.